Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W50 und ja, wo ich das Video hier aufnehme, haben wir es jetzt noch gerade Event. Das heißt, es ist noch Wochenende. Genauer gesagt ist heute noch Sonntag, wo ich das Video aufnehme. Aber es hat einen Grund, warum ich das Video heute aufnehmen muss. Denn wir haben einmal hier die Zeitmaschine. Die läuft voll. Ja, es ist soweit. Wir haben sie... Ja, so gut wie voll. Es fehlen noch 10 Alu. Wenn ich jetzt bis 0 Uhr warten würde, würde sie überlaufen. Das heißt, ich würde 10 Alu verlieren, weil sie ja jeden Tag 20 generiert. Und deswegen werden wir heute auf jeden Fall die Zeitmaschine aufbrauchen. Bin gespannt, was dabei so rumkommen wird, was wir an Gold bekommen, aber auch vor allen Dingen, was wir an Erfahrung bekommen. Auf dem Level, auf dem wir jetzt noch momentan rumgurken, ja, kriegt man ja noch ein bisschen mehr Erfahrung als Gold durch allen möglichen Kladderadatsch, den man so unternimmt. Und ja, ich bin auch gespannt, wie es rangtechnisch aussieht, denn ja, dadurch, dass ich halt eben mich ungewollt droppen lassen habe durch mein FKK-Achievement, was ich gemacht habe, was mir halt jetzt im Rang immer noch hinterherhinkt, so, ja, kann ich das Ganze aber auch ein bisschen ausgleichen. Jetzt durch die Zeitmaschine, das heißt, die gibt mir ja auch Ehre und werde jetzt auch wieder ein bisschen nach oben kommen, so, ne? So, ich werde mir aber erstmal meine Kämpfe hier, meine 10 täglichen machen. Da klicke ich mich einfach so durch, da ist eigentlich gar kein Problem. Und dann sind wir auch wieder ein bisschen höher in der Rangliste. Und ja, da würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Wir gehen direkt rein in die ersten paar Alu-Aufhebungen durch die Zeitmaschine. Ja, und was bekommen wir? Ich bin gespannt. 250 Ehre natürlich. 78 Millionen Erfahrung. Das ist ordentlich, ja. Das Gold hält sich in Grenzen. Das ist jetzt nicht wirklich sonderlich viel, aber es liegt halt auch wirklich daran, dass wir im Level noch nicht so hoch sind. Auf meinen Main bekomme ich deutlich mehr Gold durch die Zeitmaschine, aber auch natürlich deutlich weniger durch Erfahrung, logischerweise. Man muss sich das Ganze nur mal anschauen hier, was mir die Akademie hier gibt. Ne? 529, also sagen wir mal 530k pro Stunde auf Stufe 403. Und auf meinen Main, ja, 111k, ne? Pro Stunde. Ne? Und das ist natürlich schon ein ordentlicher Unterschied, wenn man das Ganze mal so betrachtet. Und es geht halt pro Level immer weiter runter. Ne? So, wir machen aber weiter. Wir jagen uns die nächsten paar Alus rein hier. Ne? Wir nehmen jetzt die komplette Zeitmaschine auseinander. Und man sieht, es schwankt ziemlich zwischen den einzelnen ja, Alus, die ich hier so nehme. Ich habe heute irgendwie einen trockenen Hals hier. Sorry dafür auf jeden Fall. Es schwankt ganz schön, das ist aber auch schon bekannt. So, ich weiß nicht nach welchen, guck mal hier 91 Millionen Erfahrung jetzt. Ich weiß nicht nach welchen Prinzipien hier irgendwie Gegner berechnet werden oder nach welchem Random-Faktor das Ganze hier passiert, dass die teilweise echt weit auseinander sind, Alu-technisch oder besser gesagt XP-technisch und auch Gold-technisch gesehen. Ja, wir haben Stufe 404 Error erreicht. Sehr coole Sache. Ja, nice auf jeden Fall. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt auch wieder die Zeitmaschine volllaufen lassen, denn auf dem Level muss ich die nicht jeden Tag abholen. Da möchte ich lieber ein bisschen mehr von meiner Alu haben. Auf dem Level hier, auf meinem Main, ist es was anderes. Da möchte ich die schon ganz gerne ja, direkt holen am Tag. So, ne? Wenn ich mal einen Tag vergesse und 40 Alu ist auch nicht so schlimm nächsten Tag. Ne? Aber hier macht es halt nicht mehr so einen Unterschied. Aber hier macht es schon noch einen Unterschied, auf dem Level stand ein bisschen länger questen zu können. Und wir sind vom Rang her ziemlich weit nach oben gekommen. 136 sind wir jetzt. Ja, da haben wir einen ordentlichen Sprung gemacht. Und wir gehen ein bisschen in Ausdauer rein. Wir gehen mal so ein bisschen mehr in Richtung 50-50 hier mit dem Krieger. Das ist eigentlich ein ganz guter Richtwert, nach dem man immer gehen kann. Hier als Krieger immer relativ easy, so die Skillung. Bei Magier und Kundschafter ein bisschen anders. Die profitieren ja dann doch schon ein bisschen mehr von ihrem Schaden, deswegen Magier generell würde ich eher 60-40 da machen, ne? Aber
Ja, kommt auch auf die Gegner an, die ihr so um euch rum habt, nachher dann im ganz späteren Spielverlauf, ne? Aber 50-50 als Krieger, da macht ihr auf jeden Fall nie irgendwas verkehrt. So, wir drehen mal komplett durch hier am Rad, ja. Ich habe mir jetzt so lange hier die 2000 Alu aufgehoben hier in der Zeitmaschine und jetzt sind die einfach so 0, nix, sind die einfach so alle weg, ne? Und so viel hat es mir jetzt doch gar nicht gegeben. Also, ja, also man schafft nicht mal ein Level dadurch, so wenn man die komplette Zeitmaschine volllaufen lässt. Das ist relativ wenig, sag ich mal. Und ja, da möchte ich dann doch lieber eher das Gold haben aus der Zeitmaschine nachher im höheren Levelbereich, denn das lohnt sich dann schon ein bisschen mehr. So, was nehmen wir denn hier? In den Quests gehe ich natürlich noch auf Erfahrung, ja, weil das lohnt sich aktuell einfach am meisten. Würde ich auch jedem empfehlen. Bis mindestens Stufe 500 oder so im Bereich 500, ja, so rund um 500 rum. Da kann man dann nachher anfangen auf Gold zu gehen. Davor würde ich es auf jeden Fall noch nicht so empfehlen. Ist zu früh, man verpasst zu viel und man ist auch noch nicht so häufig am Cap dran. Deswegen, ja, also auf mein Battlematch habe ich es ja auch so gemacht. Da bin ich bei 510 oder 520 nachher wirklich erst so richtig auf Gold oder besser gesagt nachher ab 520, 530 nachher dann wirklich so auf die kürzeste Quest immer gegangen, ne? Weil halt kürzeste Quest automatisch nachher immer die beste Quest dann wird, goldtechnisch gesehen so, ne? Ja, deswegen wäre das auf jeden Fall auch so meine Vorgehensweise, falls ich nochmal irgendwann einen Char ein bisschen höher spielen sollte, ne? Gut, ja, mache ich. Also so werde ich es auf jeden Fall mit meinem Krieger machen, so, ne? Also den werde ich ja ein bisschen höher spielen. Das ist ja einer von meinen Chars, die ich, ja, solange es geht, natürlich halten möchte. Und das auch tun werde, natürlich, ne? Genau. Und das auch auf W50, dadurch, dass es hier halt so ein aktiver Fight, aktiver Wettkampf ist auf dem Server hier mit einer aktiven coolen Gilde, macht das Ganze natürlich auch sehr viel mehr Spaß, ne? Ansonsten nochmal eine kleine Eigenwerbung hier vielleicht, falls ihr noch auf die Warteliste wollt von der Holzfällerhütte, könnt ihr euch gerne ja, bei uns melden, bei den Offizieren, bei irgendeinem, ist egal. Könnt uns anschreiben, ne? Die Warteliste ist relativ full, deswegen könnte es ein bisschen dauern, ja, aber falls ihr unzufrieden seid bei eurer Gilde oder so oder irgendwie eine bisschen bessere Gilde sucht oder ja, keine Ahnung, was für Gründe man sonst haben sollte, eine Gilde zu wechseln, dann können wir euch gerne auf die Warteliste setzen. Ansonsten die Störartigen, ich weiß nicht, wo sie hier sind auf 50 gedroppt, hat damit zu tun, weil halt ein paar Leute zu uns rübergekommen ist, da ja, die Störartigen halt eben eine Community-Gilde sind und halt eben breit gefächert von Free-to-Play bis hin zu ja, Mittelpilzern, bis hin zu Hardcore-Pilzern. Haben wir alles gemischt dabei. Und das hat halt eben für manche, die halt richtig krass reinpilzen oder ein bisschen ja, andere Ziele verfolgen, sag ich mal, als der Durchschnitt, der gechillt spielen will, war denn der Anspruch nachher denn zu gering bei den Störartigen und sind dann zu uns gekommen. Ne? Das, was auch vollkommen in Ordnung ist, nur hat das halt eben die Störartigen so ein bisschen in der Rangliste runterdroppen lassen. Deswegen, das ist eine Community-Gilde, hier sind alles Leute aus der Community mit dabei. Falls ihr hier joinen wollt, dann schreibt am besten Breezox an, der kümmert sich darum. Und ja, dann könnt ihr hier auch in einer coolen Gilde aufgenommen werden, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Genau, ansonsten gucken wir nochmal kurz, wie weit wir sind hier im Stockwerk. Achso, da waren wir bei Mr. Grey. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht sonderlich viel. Der ist, ja, an den kommen wir nicht so einfach vorbei. Deswegen lassen wir den mal auf der Strecke liegen. Ja, mittlerweile werde ich wahrscheinlich schon ein bisschen weiter sein, weil ich glaube, das Video werde ich halt 1-2 Tage später nach Aufnahme hochladen, weil gestern noch, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, mittlerweile noch ein sehr cooles Video dazwischen gebracht worden ist. Und ich denke, es ist aber trotzdem hoffentlich in Ordnung so. Ne? Kommt auf jeden Fall nicht zu häufig vor. Ich versuche immer die Videos so aufzunehmen, dass ich sie dann denselben Tag oder den Tag danach dann meistens hochladen kann.
und die nicht so lange vorzuproduzieren. Das macht sich relativ schwierig bei Shakes and Fidget, ja, eine lange Zeit Videos vorzuproduzieren, weil der Account ja immer auf demselben Stand vom selben Tag ist. Und ja, das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Gut, alles klar. Ich werde auf jeden Fall hier noch erstmal meine Alu weiterklicken und verabschiede mich auf jeden Fall aus dem heutigen Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu. Da würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.